Ask the Rabbi. Mein Lieblingsjüdischer Feiertag ist Purim. Purim hat auf der einen Seite man trinkt viel Alkohol, man isst viel, man Geschenke, man kriegt, man gibt. Und auf einer spirituellen Ebene hat es von der kabbalistischen Seite eine sehr hoch Wert. In viele kabbalistische Texte wird es ja zu Yom Kippur verglichen, die heiligsten Tage im Judentum. Also ich würde sagen, Purim ist mein Lieblingsfest. Okay. Nein? Nein, definitiv nicht für mich. Purim finde ich eher schwierig, aus mehreren Gründen. Für mich ist Schabbat tatsächlich und ich liebe Shavuot. Okay. Also, weil dieses Lernen am Tikkun Leil Shavuot ist, finde ich einfach wundervoll und es ist man lernt sozusagen bis zum Morgengrauen und sitzt zusammen und isst Cheesecake und lässt es sich gut gehen und wird sozusagen physisch und psychisch und emotional und spirituell und auf allen Ebenen genährt und das finde ich einfach wundervoll und es passt so, es hat für mich so ganz viele Aspekte von was jüdisch sein eigentlich ist und ja, deswegen Shavuot. Ich würde sagen, Sex am Shabbat. Wir haben das in rabbinischer Literatur, das habe ich jetzt nicht erfunden. Und das finde ich generell etwas sehr, sehr Positives in rabbinischer Literatur, dass, also generell im Judentum, im Gegensatz zu anderen Religionen, wo Sex generell ist nicht etwas Negatives, sondern etwas Positives, was man heilig machen soll, in richtige Form, in richtige Situation, aber generell ist Sex sehr positiv gesehen. Und es gibt sogar eine besondere Geburt, Sex am Schabbat zu haben, weil wir Schabbat genießen wollen, gemeinsam in der Familie, mit unserem Partner. Und das würde ich sagen, ist meine liebste jüdische Tradition. Das finde ich auch eine sehr schöne Tradition. Rabbi Jonas Mertin. Das ist echt eine schwierige Frage. Also es gibt einfach ganz viele Traditionen, die ich wirklich schön finde. Also ich finde die Vorbereitung auf Schabbat total schön, weil es ist einfach extrem entspannend und meditativ und man gewöhnt sich so bestimmte Dinge an und es holt einen auch immer wieder runter, egal ob man gerade umzieht oder ob man irgendwie in welcher Lebenssituation man gerade ist. Aber das ist irgendwie immer so es erdet einen immer wieder und was für mich ganz wichtig ist, ist allerdings ZHK. Und zwar ZHK halt nicht deswegen, weil, also es wird oft mit Wohltätigkeit übersetzt, das meint es aber nicht, sondern es kommt eigentlich von Gerechtigkeit. Und deswegen ist ZHK auch für mich also etwas zu geben, um Gerechtigkeit herzustellen und nicht damit jemand sozusagen sein nächstes Brot kaufen kann, sondern eigentlich eher Hilfe zur Selbsthilfe. Also sich Projekte zu suchen, die man unterstützt, wo Menschen Gelegenheit haben und Gelegenheit bekommen, für sich selber sorgen zu können. Also das ist, glaube ich, so das, was ZHK eigentlich meint. Das finde ich wichtig und eigentlich für mich auch eine der schönsten. Nushoin. Nochmal? Nushoin. Nushoin. Was bedeutet das? Nushoin kann man immer sagen. Das kann man immer sagen, wenn das ist ein Einfühlungswort, wo man sagen kann, willst du das machen? Nein, Nushoin. Vielleicht ein bisschen wie das Wie hat es geschmeckt? Nushoin.
war es okay. Es kann Ja bedeuten, es kann Nein bedeuten, es kann gut bedeuten, es kann schlecht bedeuten. Es hat keine richtige Bedeutung. Für mich ist es eigentlich eine Geschichte von einem Rabbi, der von seinen Studenten gefragt wird, wann denn die Nacht aufhört. Und der Rabbi antwortet, die Nacht hört auf, wenn ich in dem Gesicht meines Gegenüber meinen Bruder und ich ergänze mal meine Schwester erkenne. Das ist für mich, ja, das trägt mich manchmal durch meinen Alltag. Sagen, es gibt keine. Vielleicht, weil ich auch in eine andere Welt aufgewachsen bin, wo irgendwelche Fragen nicht erlaubt waren zu stellen. Daher sage ich immer, alle Fragen sind okay. Ich würde es andersrum formulieren. Ich würde mir wünschen, dass Menschen Fragen offen stellen und nicht Fragen, in denen eine Antwort schon impliziert ist. Also stellt offene Fragen und nicht irgendwas, wo ihr eure Vorstellung mit hineintragt und einfach schon, also die Frage, warum Frauen keine Kippa tragen, war eigentlich keine offene Frage. Vielen Dank an Rabbi Jonas Mertin und Rabbi Weingarten, dass Sie mit uns dieses experimentelle Format ausprobiert haben. Es hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch dabei sehr viel gelernt. Wir hoffen, dass ihr auch viel gelernt habt und wenn ihr euch weiter informieren wollt über jüdisches Leben in Deutschland, dann schaut doch einmal auf die Webseite des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das feiern wir nämlich gerade. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum Mazewa-Projekt, zum jüdischen Leben und jüdischer Geschichte in der Dreiländerex-Region, dann besucht uns auf www.mazewa.eu. Ein großes Dankeschön geht auch an alle Menschen, die uns im Vorfeld der Veranstaltung Fragen zugeschickt haben. Da hatten wir vorher einen Aufruf gestartet. Und nicht zuletzt möchte ich mich bei Thoralf Arndt vom Second Attempt bedanken, der mir geholfen hat, die Moderation und die Veranstaltung vorzubereiten. Danke auch an Clara O'Reilly für die Idee. Und damit wünsche ich allen noch einen schönen Sommer und ein schönes Festjahr 2021.